Willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und Inspiration. In meinem heutigen Video gebe ich dir 5 hilfreiche Tipps, wie du dich sowohl körperlich als auch geistig vor dem Coronavirus schützen kannst. Denn wenn du dir nicht sicher bist, wie du mit den ganzen Nachrichten, der Panikmache und der Angst vor dem Coronavirus umgehen sollst, kann ich dir versichern, dass du damit nicht alleine bist. Hamsterkäufe gehören aktuell zur Tagesordnung. Von haltbaren Lebensmitteln über Desinfektionsmittel bis hin zu Gesichtsmasken und Klopapier. Es wird einfach alles leer gekauft. Und ob man es will oder nicht, vor den Nachrichten zur Krankheit Covid-19 gibt es kein Entkommen. Darüber hinaus werden nicht nur etliche Konzerte und Großveranstaltungen abgesagt, sondern es werden auch unzählige Clubs vorläufig dicht gemacht. Und auch wenn wir über solche äußeren Faktoren keine direkte Kontrolle haben, können wir dank der folgenden 5 Tipps mit dem Thema Coronavirus sowohl entspannter als auch verantwortungsvoller umgehen. Tipp Nummer 1: Finde hochwertige und vertrauenswürdige Ressourcen. Im Internet findest du unzählige widersprüchliche Artikel, die deine Meinung über den Coronavirus beeinflussen. Es ist jedoch wichtig, dass du dir eine vertrauenswürdige und zuverlässige Quelle aufsuchst, um nicht in eine unnötige Stressspirale zu geraten. Im besten Fall findest du eine möglichst authentische Quelle, die weder fälschlicherweise beruhigend noch allzu katastrophal ist. Diese kannst du ganz einfach auf Google suchen, damit du diese auffinden und dich persönlich vor Ort informieren kannst. Sollte es jedoch kein Gesundheitsamt in deiner Nähe geben, kannst du auch einfach das nächstgelegene Amt anrufen und dich telefonisch informieren lassen. Punkt Nummer 2: Erinnere dich daran, was du kontrollieren kannst. Dazu gehört unter anderem 20 Sekunden lang Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen und falls man niesen oder husten muss, sollte man doch bitte seinen Ellbogen verwenden. Hatschi! Aber besonders diejenigen, die ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben, sollten den Kontakt zu anderen Kranken möglichst vermeiden und sich ihre eigenen Hände besonders häufig waschen. Darüber hinaus ist es wichtig für dich zu akzeptieren, dass der Corona-Ausbruch außerhalb deiner eigenen Kontrolle steht. Mache dir bewusst, dass die Angst auf dem Gefühl deiner eigenen Unsicherheit basiert, denn die Angst hasst es zu warten und lebt davon, nicht zu wissen, was als nächstes passieren wird. Das Beste, was du also tun kannst, ist dich zu beruhigen, dich abzulenken und im Moment zu bleiben. Genieße das Leben weiterhin und nimm dir die Zeit für dich, die du brauchst. Punkt Nummer 3: Achte auf deinen Handykonsum. Setze die richtigen Grenzen, um deine Energie und deine geistige Gesundheit zu schützen. Solltest du dich beispielsweise durch Nachrichten auf deinem Handy überfordert fühlen, schalte doch einfach deine Benachrichtigung aus. Alternativ kannst du dein Handy auch einfach ausschalten, beiseite legen oder am besten sogar noch, du packst es einfach in einen anderen Raum. Mehrere Studien können nämlich beweisen, dass bereits 24 Stunden ohne diese nervigen Benachrichtigungen zur Verbesserung deines Stressniveaus beitragen können. Falls du noch mehr darüber herausfinden möchtest, was übermäßiger Konsum mit dir selber anstellen kann, dann schau dir doch einfach dieses Video von mir im Anschluss an. Punkt Nummer 4: Setze Grenzen innerhalb deiner eigenen Community. Angesichts eines Themas, das die ganze Welt betrifft, kann es schwierig sein, diesem zu entkommen, da dieses leicht zu einem ständigen Gesprächsthema unter Freunden und Familie führen kann. Scheue jedoch nicht davor zurück, auch hier Grenzen zu setzen, wenn Themen anfangen, dich zu nerven oder sogar eine Angst in dir auslösen. Wichtig ist es, dir selbst gegenüber ehrlich zu sein und jenen Handlungen nachzugehen, die für dein eigenes Wohlbefinden am besten sind. Punkt Nummer 5: Bleibe anderen gegenüber respektvoll und empathisch. Da der Virus erstmals in China aufgetaucht ist, assoziieren viele Leute den Virus mit Asiaten, welche Ziel von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung werden, und einige werden sogar Opfer von Hassverbrechen. Aber auch jene, die ihre Mitmenschen unwissentlich mit dem Virus anstecken, tragen keine Schuld. Ich meine, auch du könntest zu diesen Menschen gehören und selbst unwissentlich den Virus verbreiten. Sehe diese Situation also als Chance an, Empathie zu üben und dazwischen zu gehen, wenn es nötig ist. Nur weil man beispielsweise Asiate ist, heißt es nicht, dass es eher wahrscheinlich ist, sich anzustecken oder den Virus zu verbreiten. Am Ende des Tages ist es völlig normal, Angst zu haben, jedoch sollte mit dieser Angst richtig umgegangen werden, anstatt sie als Rechtfertigung für negatives Verhalten zu missbrauchen. Informiere dich also bei den richtigen Quellen, setze Grenzen, übe Empathie und erinnere dich daran, was du kontrollieren kannst und was nicht, um deinen körperlichen, aber auch geistigen Zustand während dieses Ausbruchs zu schützen.
Und wenn du noch mehr für deinen Geist tun möchtest, dann schau dir doch einfach dieses Video hier an und freunde dich mit dem Gefühl an, dumm zu sein. Oder schau dir dieses Video hier an und erfahre mehr darüber, wie du dich selber noch besser lieben kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay happy, stay healthy und bis zum nächsten Mal in meinem Uchiverse.